Hallo zusammen. Nicht das, worüber alle sprechen, ist wertvoll, sondern das, was niemand sieht. Heute kehren wir zurück zu einer Analyse, die wir leise ausgesprochen haben, die aber später nachhalte. Hier auf diesem Kanal machen wir keine Vorhersagen. Wir analysieren. Denn Zeit misst man nicht nur mit dem Preis, sondern mit Geduld, Struktur und Psychologie. Was haben die Wellen damals gesagt? Was haben sie uns am 16. Juni gezeigt und wohin treiben sie uns jetzt? Lasst uns gemeinsam anschauen, was wir damals gesagt haben und was daraus geworden ist, während die Aufwärtsbewegung danach möglicherweise die vierte Welle bildet. An dieser Stelle könnten wir erneut einen Rückgang erleben, und zwar I am Rahmen einer klassischen ABC-Struktur. Besonders wichtig ist dabei die Zone zwischen 107,6 und 108,7 Dollar. Das ist eine äußerst kritische Schwelle. Ich denke, Bitcoin kann durch die Illusion eines Aufwärtstrends kurzfristig eine Korrektur einleiten. Und erst danach könnten wir die wirklich starke Ausbruchsbewegung sehen. Diese Zone ist extrem bedeutend, auch aus Sicht der Price Action. Wie man sieht, ist der Orderblock hier klar erkennbar. Die Rückbewegung muss die Box nicht exakt treffen. Auch mit einer unvollständigen C-Struktur könnte die fünfte Welle enden und von dort aus eine neue Aufwärtsbewegung starten. Wie Sie sehen können, liegt die Analyse klar vor Ihnen. Und ich bin kein Zauberer. Das hier ist nicht nur eine treffsichere Einschätzung, sondern eine methodische Strategie mit präzisem Timing. Wir versuchen hier nicht das zu verstehen, was der Markt sagt, sondern was er verschweigt. Denn Charts sprechen nicht von sich aus. Wir bringen sie zum Sprechen. Diese Analyse zeigt Ihnen nicht das Ergebnis, sondern den Weg dorthin. Jetzt kommen wir zurück zur Gegenwart und schauen, was ab heute bei Bitcoin passieren wird. Elliott-Wellen zeigen uns das ohnehin schon. Jetzt sind Sie dran. Ich empfehle Ihnen, genau hinzuhören. Sie können den Kanal abonnieren, um mich zu unterstützen und beim Wachstum zu helfen. Das ist auch ein Schritt, damit Sie solchen Analysen künftig nicht entgehen. Ja, die Aufwärtsstruktur, die wir bei Bitcoin sehen, entspricht dem, was wir als die fünfte Welle bezeichnen. Und wir erwarten nun nach dieser fünften Welle einen deutlichen Rückgang. Die entscheidende Frage ist, war das wirklich das Hoch oder ist Bitcoin bereit, ein neues Hoch zu erreichen? Darüber werden wir ein wenig sprechen. Hier sehen wir in der Tat eine Elliott-Zählung, die wir I am kleineren Zeitrahmen bereits besprochen haben. Es handelt sich um eine Struktur, in der wir nur die fünfte Welle zählen. Deshalb schauen wir uns nun diese Analyse an und untersuchen die Methode, die sich kurzfristig herausgebildet hat. Wie Sie sehen, ist die Bewegung sehr klar und deutlich. Ich habe Ihnen hier die erste Welle erklärt und was nach deren Abschluss die zweite Welle sein wird. Welle habe ich bereits erwähnt. Und jetzt sehen Sie ganz deutlich, dass die erste Wellenperiode abgeschlossen ist und Bitcoin sich nun in Richtung der zweiten Welle bewegt. Das sind völlig normale Rückgänge, solange der Preis nicht über 116.600 hinausgeht. Erwarte ich eine erneute Aufwärtsbewegung mit starkem Tempo. Sollte ich mich jedoch irren, könnte sich Bitcoin bis auf 112 Dollar zurückziehen. Das würde bedeuten, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist und die C-Welle bis auf 112 fallen könnte. Derzeit halte ich das aber für eher unwahrscheinlich, da die internen Zählungen dieser Bewegung I am kleineren Rahmen ziemlich impulsiv sind. Deshalb erwarte ich mit einer Aufwärtsbewegung aus dem Bereich um 116,617 Dollar, dass Bitcoin mindestens wieder auf 125 oder 124 Dollar steigt. Und nach der letzten Korrektur, die hier noch kommen wird, rechne ich mit einem maximalen Hoch für Bitcoin I am Bereich von 128 bis 132 Dollar. Ja, diese bevorstehende Aufwärtswelle könnte etwa bis zum 3. oder 4. August andauern. In dieser Phase, Freunde, werden wir allerdings keine schnelle Aufwärtsbewegung erleben. Denn da wir uns in der letzten Phase befinden, wird die Volatilität immer geringer und die Bewegungen schwächer. Ich gehe davon aus, dass ein starker plötzlicher Verkaufsdruck den Markt regelrecht schockieren wird. Und obwohl viele noch über Preise wie 150 oder 160 Dollar sprechen, halte ich eine Korrektur bis auf 95 oder sogar 90 Dollar für möglich. Wir befinden uns bei Bitcoin eigentlich an den richtigen Stellen und aktuell zeigt sich erneut die angekündigte Korrekturstruktur. Vergesst die bevorstehende starke Aufwärtsbewegung nicht, Freunde,
und setzt unbedingt Stop-Losses bei euren Positionen. Und dieser Stop-Loss sollte definitiv bei $114 liegen, denn die nächste Bewegung könnte uns sehr deutlich nach unten ziehen. Und jetzt wechseln wir zur Ethereum-Analyse. Schauen wir uns an, wie der Weg bei Ethereum aussieht. Ja, Sie sehen hier die Ethereum-Analyse. Über diesen Anstieg hatten wir bereits gesprochen, ebenso über die folgende Korrektur. Und genau diese Bewegungsstruktur haben wir hier ganz klar vorher skizziert. Und aktuell muss Ethereum aus diesen Bereichen heraus eine starke Unterstützung finden, genau wie es bei Bitcoin der Fall war. Mit der kommenden starken Aufwärtsbewegung könnte sich Ethereum direkt mit beeindruckendem Tempo auf $4.200 katapultieren. Auch hier liegt das Stop-Loss-Level bei $3.560, denn ein starker Abverkauf könnte Ethereum bis auf $3.300 oder sogar $3.200 zurückfallen lassen. Aktuell sehe ich jedoch kein Problem und ich halte es für möglich, dass sich hieraus eine dritte Welle bei Ethereum entwickeln wird. Wir könnten von hier aus einen Anstieg um etwa 10% sehen, also eine Bewegung bis auf $4.200. Ethereum bewegt sich derzeit auf ganz natürliche Weise. So wie wir zuvor über den bevorstehenden Anstieg und die darauffolgende Korrektur gesprochen haben, erwarte ich aktuell eine Struktur, bei der Ethereum von hier aus auf $4.000 steigen dürfte. Ein solcher Anstieg würde einen starken FOMO-Effekt Ei am Markt auslösen. Während alle denken, ich habe Ethereum verpasst. Geht es jetzt auf $10? Wird Ethereum überraschend auf den Bereich zwischen $3.500 und $3.400 zurückfallen. Dieser Block, den Sie hier sehen, ist ein Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Test. Ab diesem Punkt, Freunde, hoffe ich, dass wir den erwarteten Ethereum-Anstieg gemeinsam erleben. Und jetzt kommen wir zu XRP. Ich werde euch zeigen, welchen Weg XRP einschlagen könnte. Wie ihr seht, zeichnen wir die Strukturen und das Chart folgt dem Plan. Damit ihr diese Analysen nicht verpasst, könnt ihr den Kanal abonnieren und wenn euch die Analysen am Video gefallen, vergesst bitte nicht, ein Like dazulassen. Ja, die von uns bei XRP besprochene Aufwärtsbewegung hat sich klar bestätigt, seht selbst. Hier sehen wir nicht nur die Bewegung nach oben, sondern auch den darauf folgenden Rückgang, der sich nun deutlich zeigt. Nach einem weiteren Aufwärtsschub wird also erneut ein Abwärtsimpuls folgen. Ab diesem Punkt ist ein stark ansteigendes XRP durchaus denkbar. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Ich möchte nicht, dass ihr diese Analysen verpasst. Und ein Like hilft mir enorm bei meiner Weiterentwicklung. Die bevorstehende XRP-Rallye könnte bis auf $4,20 reichen, was einem Anstieg von etwa 30% entspricht. Das wäre ein erheblicher Zuwachs mit einer deutlichen Gewinnspanne. Wie ich bereits sagte, während Ethereum einen starken Rückgang erlebt, wird XRP sich natürlich am Einklang mit dem Gesamtmarkt bewegen, mit einer potenziellen Spanne zwischen $2,60 und $3. Und ab jetzt werde ich die nächsten Entwicklungen mit euch gemeinsam und mit großer Spannung analysieren. Ohne euch mit sinnlosen Trump-Schlagzeilen oder Hunderten von Indikatoren zu überladen, ich versuche lediglich, mit der Wellenmethodologie zu zeigen, wie sich diese Phase entwickelt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Passt gut auf euch auf. Wir sehen uns bei den nächsten Analysen. Bis bald.